Frankfurt am Main, Ende der 20er Jahre. Eine Stadt voller Musik, Kultur und Möglichkeiten. In dieser Welt wächst Sylvia Pfeiffer, später Tenenbaum, auf, in einer jüdischen Familie, die Frankfurt geprägt hat. Ein Haus voller Bücher, Stimmen, Diskussionen und Musik, die aus allen Zimmern klingt. Ein Bechsteinklavier begleitet ihre Kindheit. (1933) verändert sich alles. Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten verliert ihr Stiefvater Hans-Wilhelm Steinberg, Dirigent der Oper und der Museumskonzerte, seine Position. Das kulturelle Umfeld, in dem Sylvia groß wird, bricht auseinander. 1936 flieht sie mit ihrer Mutter und ihrem Stiefvater in die Schweiz. Ein Einschnitt im Leben eines Kindes, das nicht versteht, warum die vertrauten Straßen plötzlich Vergangenheit werden. 2 Jahre später beginnt die Überfahrt in die USA. Sylvia ist 8 Jahre alt, als die Familie die New Amsterdam besteigt. Auch das Bechsteinklavier wird mit auf das Schiff gebracht. Ein Stück Heimat, das mitreißt. In ihrem Tagebuch hält sie fest, wie seekrank sie ist, wie sie spielt, liest und wie alles gleichzeitig aufregend und fremd wirkt. Ein kindlicher Blick auf einen Weg, dessen Bedeutung sie noch nicht erfassen kann. In New York beginnt ihr Leben noch einmal. Fahrradfahren in New Rochelle, Kino, Baseball, alles ist neu. Alles ist amerikanisch. Doch zu Hause bleibt die Sprache ihrer Kindheit lebendig und die Möbel, die mitgereist sind, stellen die alte Welt in den neuen Raum, als wäre Frankfurt noch im Schatten anwesend. Sylvia studiert Kunstgeschichte am Barnard College und der Columbia University, schreibt erste Texte und engagiert sich politisch. Unter anderem für Bürgerrechte und gegen Rassentrennung. In dieser Zeit heiratet sie Lloyd Tenenbaum, einen jungen Rabbiner. Das Paar bekommt 3 Söhne und lebt viele Jahre in jüdischen Gemeinden in den USA. In den 70er Jahren findet Sylvia ihre literarische Stimme. 1978 erscheint Rachel, die Frau des Rabbis. 1981 folgt Straßen von gestern. Ein Roman, in dem sie versucht, das Frankfurt ihrer Kindheit zu rekonstruieren. Die Familiengeschichten, die Orte, die kulturellen Kontexte und die Zerstörung dieser Welt durch die Nationalsozialisten. Sylvia schreibt, ihre Erinnerungen bestünden aus Bildern. Fast wie ein Film, den sie wieder und wieder betrachtet. Nach dem Erfolg ihrer Bücher trifft Sylvia eine Entscheidung, die ihr Leben neu ordnet. Nach 30 Jahren Ehe lässt sie sich von Lloyd Tenenbaum scheiden. In einer Zeit, in der dies für eine jüdische Frau nicht selbstverständlich ist. In den Jahren danach reist sie wieder häufiger nach Frankfurt, besucht Orte der Kindheit, spricht bei Lesungen und Veranstaltungen und wird zu einer wichtigen Stimme der Erinnerungskultur der Stadt. Bei einem ihrer Aufenthalte lässt sie sich, eher zufällig, eine blaue Strähne färben, die später zu einem ihrer wiedererkennbaren Merkmale wird. (2012) wird Straßen von gestern zum Mittelpunkt der Aktion Frankfurt liest ein Buch. Die Stadt, die sie als Kind verlassen musste, hört ihr zu. Sylvia sagt, Frankfurt ist mir wieder lieb geworden. Sylvia Tenenbaum stirbt 2016 in den USA. Doch ihre Werke und ihr Engagement wirken weiter. Das Sylvia Tenenbaum-Stipendium der Hertie-Stiftung führt ihr Vermächtnis fort. Es unterstützt Menschen, die sich mit Antisemitismus, Erinnerungskultur und Demokratie beschäftigen. Denn Erinnern ist immer auch ein Blick nach vorn.